Hallo, heute mache ich mal wieder ein Video zu einer ganz wichtigen Neuerung. Es gibt nämlich jetzt den Webmonitor. Dieser Webmonitor ist auf den aktuellen PV-Systemen installiert, das heißt Picto und Wecosys, und bedeutet, dass dort ein Webserver läuft, den man vom ganz normalen Browser her ansteuern kann. Ich will mal zeigen, wie das geht. Zum einen kann ich mich mal mit meinem System verbinden. Ich bin hier gerade mit dem Wecosys verbunden. Ich habe nun im Bereich Kommunikation Webserver-Einstellungen eine neue Option Webserver aktivieren. Damit schalte ich den Webserver an. Das heißt, beim nächsten Bootvorgang wird er automatisch mit aktiviert. Beim Wecosys ist es so, dass der standardmäßig aus ist. Beim Picto-N, der keinen Monitorausgang hat, bei dem man den quasi immer braucht, ist der standardmäßig an. Es ist so, ich habe jetzt hier einen kleinen Prüfablauf definiert. Das heißt Start, eine Bildaufnahme, 2 Einblendbefehle, eine Pause und wieder ein Start. Und wenn ich den jetzt hier durchführe, dann sieht man hier, wie das hier durchläuft. Bis jetzt ist es ja so, wenn ich das Ganze übertrage, wird dieses Prüfprogramm ausgeführt und ich muss eigentlich auf den Monitor schauen, was für ein Bild ich gerade habe. Das heißt, ich habe jetzt von dem Rechner, von dem ich gerade aus arbeite, keine Chance, ohne den Monitorausgang zu sehen, was eigentlich gerade zur Laufzeit passiert. Das wurde jetzt verbessert mit dem neuen Webmonitor. Das heißt, ich kann einfach vom Browser aus hier oben die IP von meinem PV-System angeben und schon kriege ich die aktuelle Anzeigeseite dargestellt. Ich habe hier quasi die Grafik und mein Bild. Das wird separat übertragen und läuft jetzt quasi parallel zu dem eigentlichen Bildverarbeitungsprozess. Dadurch, dass das ja Mehrkernprozessoren sind, beeinflusst es auch die Abarbeitungsgeschwindigkeit kaum. Ich bin hier gerade mit meinem Laptop verbunden, der hat ein 100 Mbit Interface, also nicht besonders schnell, und wir haben hier auch eine höher auflösende Farbkamera dran. Und wenn ich mal wissen will, wie schnell das geht, kann ich hier mal im Parameter Show FPS.True so, und dann kriege ich hier unten eine Geschwindigkeit angezeigt, das heißt 1,6, 1,7 FPS. Zum anderen kann ich hier sagen, ich möchte nicht die aktuelle Anzeigeseite haben, weil zum Beispiel in meiner Produktion will ich mal auf andere Bildspeicherseiten gucken. Und dann kann ich hier oben als Parameter Page Number angeben. Halt. So. Und dann kann ich hier auf andere Bildspeicherseiten zugreifen. So. Diese Funktionalität kann ich natürlich nicht nur von meinem Laptop ausrufen, sondern auch vielleicht von dem Büro, von der Qualitätssicherung, die mal auf ihre Anlage schauen wollen, die dann in der Fertigungshalle steht. Und ich kann die natürlich auch vom Handy oder vom Tablet aufrufen, das ich in der Fertigung bei mir führe. Damit kann ich jetzt quasi auch von mehreren Systemen gleichzeitig mir einfach das Bild darstellen und bin damit wesentlich besser vernetzt. So, es gibt natürlich eine kleine Parameterliste, was man hier noch so alles machen kann. Es gibt hier neben der Möglichkeit, hier die Bildspeicherseite auszuwählen und die FPS darzustellen, noch verschiedene Parameter, um die Geschwindigkeit zu optimieren. Zum Beispiel gibt es hier einen Downscale-Parameter. Das macht vor allem Sinn bei hochauflösenden Kameras. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine 5-Megapixel-Kamera dran habe, dann muss ich ja nicht die volle Auflösung übertragen. Ich könnte ja auch hier oben sagen, ich mache nur ein Viertel der Auflösung, es wird dann ein bisschen pixeliger oder 16. Naja, das wird schon ziemlich unscharf. So hochauflösend ist meine Kamera dann doch nicht, aber es wird meine FPS-Rate erhöhen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Show FPS gleich True ergänze, wird man hier sehen, habe ich jetzt 25 FPS Bildübertragungsrate von meinem PV-System zu meinem Browser. Es ist ja so, dass dieser Webmonitor parallel läuft. Das heißt, unabhängig davon, ob jetzt der Prüfablauf ausgeführt wird oder nicht, kriege ich hier immer die aktuelle Anzeigeseite. Das heißt, wenn ich mich hier verbinde, kriege ich auch in meinem Browser das zu sehen, was hier gerade passiert. Was natürlich der Fall ist, ist, dass wenn ich hier Live-Bild klicke, das eine extra Seite ist. Das heißt, diese Anzeigeseite wird nicht aktualisiert. Also wenn ich hier auf Live-Bild klicke, sehe ich das in meinem Browser nicht. Ansonsten ist es so, dass man immer das sieht, was jetzt hier gerade ausgewählt ist. So, ich zeige jetzt nochmal die anderen Parameter.
Es gibt hier noch den Parameter Bildformat, das heißt, ich kann hier sagen, ich möchte mein Bild als JPEG übertragen. Das erhöht auch etwas die Geschwindigkeit, sofern jetzt meine Bandbreite kleiner ist. Das heißt, ich kann hier Imageformat angeben und Imageformat ist JPEG. Ich nehme mal hier noch den Downscale etwas runter und dann übertrage ich mir mein Bild eben nicht als Bitmap, sondern als JPEG. Und wenn ich auch einen JPEG-Parameter habe, gibt es hier noch die Option, die Image Quality anzupassen. Das heißt, über Image Quality ist gleich 80% zum Beispiel. Kann ich dann sagen, mein JPEG soll in 80% Qualität komprimiert werden. Zudem gibt es natürlich die Option, auch das Overlay an- und abzuschalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal das Gefühl habe, eine wichtige Information wird verdeckt, die ich mir genauer anschauen möchte, kann ich auch hier Show Overlay vorwärts machen und dann ist mein Overlay weg. So viel erstmal zum grundlegenden Webmonitor. Ja, ich freue mich, dass Sie das Video angeschaut haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss!